Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Wie ihr wisst, nenne ich mich selber als den unmotiviertesten Immobilieninvestor Deutschlands. Und heute habe ich einen Mann, über den ich in einem Interview gelesen habe, ich bin süchtig nach Immobilien. Und das finde ich ganz interessant, diese Kombination, weil ich ja immer noch auf der Suche bin nach genau diesem Gefühl, weil ich grundsätzlich es schon sehr sinnvoll halte, süchtig nach Immobilien zu sein, insbesondere dann, wenn man interessiert ist, Kapitalaufbau zu betreiben und größere Vermögen anzuschaffen im Leben, was ja durchaus ein Interesse von mir ist, ja. Und deswegen habe ich gesagt, den Mann muss ich hier einladen in den Podcast, um weiter Energie auf das Thema Immobilien zu bringen, um weiter auch Motivation darauf zu bringen und euch gleichzeitig da auch anzustecken in diese Richtung. Ich finde immer wieder geil, diese Feedbacks, die ich auch bekomme. Maurice, durch dich habe ich angefangen, jetzt endlich auch mal eine Immobilie zu kaufen. Durch dich bin ich ins Handeln, in die Umsetzung zu kommen, weil am Ende, ich spreche ja immer davon, Umfeld ist alles. Am Ende ist das nämlich auch Umfeld, ja. Mit welchem Content haust du dir hier rein, ja, in die Ohren, und wenn du immer wieder in die Richtung Energie bekommst, glaube ich, kannst du irgendwann nicht Immobilien kaufen, ja. Und das liegt mir am Herzen, und ja, deswegen erstmal herzlich willkommen, Paul Müller. Ja, vielen Dank für die Begrüßung und die Worte vorab und dass ich hier im Podcast sein darf. Das heißt, wenn du da noch mehr einsteigen möchtest in Immobilien, werden wir mehr und mehr Immobilienunternehmer hören bei dir im Podcast. Schauen wir mal. Aber du hast ja wirklich immer sehr, sehr spannende Leute hier im Podcast. Von daher sehr, sehr glücklich, dass ich da jetzt auch mal zu Gast sein darf. Yes. Was interessiert mich als allererstes an dir? Ich finde immer spannend den Weg. Ich glaube inzwischen, wir haben es vorhin kurz besprochen, du hast im Immobilienbereich, deswegen auch süchtig nach Immobilien. Du machst wirklich viel. Du bist wirklich untriebig auch im Bereich Immobilien. Das heißt, es gibt ja teilweise so die Fraktion, die macht jetzt nur Buy and Hold. Dann gibt es irgendwie die Fraktion, die macht Fix und Flip und zig verschiedene Sondervermietungsformen und so weiter. Gibt es ja Rent-to-Rent und ganz viel einfach in diesem Bereich. Und du machst auch sehr viel unterschiedliche Dinge. Aber lass uns mal in deine persönliche Immobilienreise erstmal gehen. Wie hat es denn überhaupt angefangen bei dir mit dem Thema Immobilien? Wann hast du gesagt, jetzt starte ich damit? Ja, also da erinnere ich mich ganz gerne zurück, weil das ist ganz lustig. 2016 hat es angefangen, indem ich ein Immobilienbuch in die Hand bekommen habe. Und das war nicht nur mein erstes Immobilienbuch, sondern es war generell mein erstes Buch, was ich überhaupt gelesen habe. Weil ich bin so Wikipedia-Generation, heißt zu Schulzeiten gab es Wikipedia. Ich habe mir so die Buchzusammenfassungen online durchgelesen. Ich hatte nie Lust, im deutschen Bericht zu lesen. Und dann irgendwie habe ich 2016 doch dann mal ein Buch in die Hand genommen. Und dann war es das erste Buch überhaupt, was ich gelesen habe, ein Immobilienbuch. Und dann dachte ich mir, hey, okay, warum lese ich jetzt ein Buch überhaupt? Komplett durch. Ja, das hat gar nicht gepasst zu mir. Und es war einfach das Thema, was mich so gepackt hat. Gerade zusätzlich, ich war damals Angestellter, ne? Also zusätzlich zum Angestelltenjob, sich was selbst aufzubauen, Vermögen aufzubauen, zusätzliches Einkommen aufzubauen. Und das hat mich dann so gepackt, dass ich mich dann einfach mit dem Thema so beschäftigt habe und so reingedacht habe über Bücher, Podcasts, auch wertvollen, kostenfreien Content, wie du ihn ja auch raushaust. Ja, also danke nochmal dafür an der Stelle. Über Stammtische, Events und so weiter habe ich mich dann so in die Branche rein manövriert, würde ich jetzt sagen, und habe dann 2017 angefangen, die ersten beiden Wohnungen für den Bestand zu kaufen. Und was waren das für Wohnungen und warum hast du gerade die gekauft? Und wie betrachtest du vor allen Dingen diesen Kauf im Nachgang? Das waren 2 Einzimmerwohnungen im Paket. Ich habe die gekauft, weil die von den 122 Wohnungen, die ich mir in meine Excel-Laste gepackt habe, von Immobilien Scout übertragen habe und kalkuliert habe, waren das die sich am besten gerechnet haben. War letztendlich vielleicht auch darauf zurückzuführen, weil die eine konnte man nicht besichtigen. Da war der Mieter nicht erreichbar. Und deswegen war das Angebot recht günstig, war aber natürlich auch ein Stück weit Risiko dabei. Aber der Mieter hatte immer die Miete ordentlich gezahlt, und man konnte ihn einfach nur nicht erreichen. Und ich hatte im Nachhinein dann auch Glück, weil der Mieter ist dann irgendwann raus und die Wohnung sah in Ordnung aus. Ja, hätte natürlich auch schlimmer sein können.
aber ohne Risiko natürlich keine Rendite und es war damit das beste Angebot, was es gab, so von denen, die ich verglichen habe. Und ich habe die beiden Wohnungen tatsächlich heute auch noch im Bestand, werfen einen guten Cashflow ab. Ich habe schon mal nachfinanziert, also nochmal zusätzlich Kapital dann da rausgezogen. Also es würde ich wieder machen, das Investment. Und was waren damals deine Kriterien, um eine Wohnung auszusuchen? Also es ist damals tatsächlich wie schon heute bei Bestandsimmobilien, die ich kaufe, will ich immer monatlichen Überschuss haben. Also es muss mehr Miete rauskommen als abzüglich der gesamten Kosten für Kredit oder Hausverwaltung und Co. Es muss da immer ein Überschuss übrig bleiben. Und so habe ich immer agiert im Bestand und das war immer für mich eine wichtige Kennzahl, weil ich will ja meine Bonität auch verbessern mit den Bestandsimmobilien für zusätzliches Kapital aufbauen und einen positiven Cashflow haben. Und deswegen habe ich da von Anfang an dran drauf geachtet und auch jetzt noch bei Bestandsimmobilien. Und das war eben damals, weiß es jetzt nicht mehr, hätte ich mal nachgucken müssen, aber vielleicht, weiß nicht, 30, 40 Euro pro Wohnung, ja, überschaubar, aber es war halt ein kleiner Anfang. Und warum ist dir dieser Fokus auch inzwischen noch so wichtig? Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt 150 oder mehr Einheiten und jede ist Cashflow positiv, dann kann es ja auch Deals zum Beispiel geben, die sind aktuell sehr, sehr schlecht vermietet. Du müsstest draufzahlen im Kauf, aber du kaufst zum Beispiel für 100.000 Euro weniger ein, als die vielleicht frei am Markt wert wäre. Und jetzt könnte man ja so verargumentieren, naja, was weiß ich, 40 Euro positiver Cashflow im Monat mal 12 gerechnet, ne, sind 480 Euro. Jetzt mal den anderen Case, du holst diese andere schlecht vermietete Wohnung und du kriegst es innerhalb der ersten 5 Jahre hin, diesen Mieter rauszuholen, hast aber 100.000 Euro weniger bezahlt. Dann ist der Case ja finanziell schon auch attraktiv, wenn nicht sogar attraktiver. Oder wie denkst du zu diesem Vergleich? Ja, das ist richtig. Also es hat sich natürlich schon ein Stück weit auch geändert, aber ich will immer zumindest nach der ersten Entwicklungsstufe positiven Cashflow haben. Also ich kaufe heute auch keine Einzelwohnungen mehr für den Bestand, sondern nur noch Mehrfamilienhäuser und da gibt es natürlich auch das eine oder andere Mehrfamilienhaus, was erstmal ein Stück weit Entwicklung benötigt, ja, wo ich vielleicht auch Leerstände behebe und deswegen noch nicht der Gesamtcashflow da ist, den ich mir vorstelle, aber dann wenn man die Leerstände behebt oder die Mieten entwickelt oder energetische Sanierung vornimmt, dann halt zumindest auch auf einen sehr, sehr auch höheren Cashflow kommt als in so den Anfangs-Cashflow, den ich mal damals hatte mit Immobilien. Das ist mir dann halt zumindest wichtig. Ne? Das muss nicht immer von Beginn an sein, aber günstig einkaufen und dann entwickeln, um da auf einen Überschuss zu kommen. Und wie ging es dann weiter? Also welchen Job hast du damals ausgeführt und wie ging es dann weiter nach diesen 2 Einheiten? Mhm. Also ich war damals Unternehmensberater. Ich war bei PwC gewesen und habe lustige PowerPoint-Präsentationen gebastelt, was übrigens ich heute am schlimmsten finde. Also seitdem ich da raus bin, habe ich, glaube ich, vielleicht kann man an der Hand abzählen, wie viele PowerPoint-Präsentationen ich dann noch gemacht habe. Und habe dann letztendlich aber erstmal parallel überhaupt das Thema finanzielle Bildung verstanden mit den ersten Immobilien. Habe man natürlich nicht in der Schule gelernt, nicht im Studium. Ja, also das heißt, ich habe als Berater ganz gut verdient, aber genauso gut ausgegeben und habe dann angefangen, hey, mir auch was zurückzulegen, das wieder anzusparen für nächstes Eigenkapital, konnte dann in 2018 eine weitere Wohnung kaufen, also es ist sehr langsam auch gestartet. Ja, habe auch später erst, also in 2020 dann verstanden, dass der Hebel natürlich am Anfang bei Immobilien auch ist, Immobilienhandel zu betreiben und habe 2020 auch mit Handel begonnen. Und bis dahin hatte ich so 25 Einheiten im Bestand aufgebaut und habe dann 2020 mit Immobilienhandel, Fix und Flip angefangen und dann halt massiv Kapital auch aufzubauen, was ich dann genutzt habe, um meine jetzigen Unternehmen alle aufzubauen und auch den Bestand zu vergrößern. Wie ging es denn jetzt so schnell weiter von diesem 2017 die ersten 2 Einheiten und 2018 eine weitere, 2020 25? Also das ist ja auch schon mal, irgendwas ist ja da passiert. Wie hast du die Steigerung dann hinbekommen? Ja, also ich habe schon günstig eingekauft. Ich bin in der Akquise schon sehr, sehr gut gewesen von Anfang an.
konnte günstig Immobilien finden unter Marktwert und habe die dann halt auch ganz gut finanziert, clever finanziert, teilweise Nebenkosten umgelegt. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, auch eigenkapitalarm zu finanzieren und habe auch Eigenkapital, was ich aus den positiven Überschüssen hatte von meinen Wohnungen, dann genutzt, um die Objekte zu entwickeln oder weiter anzukaufen. Habe auch angefangen, mit dem ersten Co-Investor zusammenzuarbeiten in 2019. Da haben wir dann auch noch ein Mehrfamilienhaus zusammen gekauft. Ich hatte noch selbst ein Mehrfamilienhaus gekauft und so sind dann die ersten Einheiten zusammengekommen und dann habe ich auch verstanden, hey, Co-Investoren machen total Sinn. Ja, und so habe ich dann auch 2020 mit Immobilienhandel gestartet und habe dann immer wieder neue Co-Investoren mit reingenommen, um letztendlich auch skalieren zu können. Co-Investoren machen total Sinn. Warum machen die Sinn und wie gestaltet man ein Co-Investment aus deiner Erfahrung heraus am besten? Mhm. Also Sinn macht's einfach, wenn man natürlich skalieren möchte. Ne? Also ist ja nicht verpflichtend, ja, aber ich hatte schon Lust, dann entsprechend mehr aufzubauen und selbst das Eigenkapital anzusammeln. Das ist natürlich dann sehr träge. Dann investierst du wieder dein Eigenkapital in die nächste Immobilie, musst warten, bis du es abverkauft hast, damit es wieder rauskommt und so weiter. Und ich wollte einfach mehr parallel auch schon machen und deswegen war das für mich ein Skalierungshebel, mit Kapital von Co-Investoren auch zu arbeiten. Und ich habe da ganz verschiedene Varianten an Co-Investments. Ich habe GmbHs, wo wir zugleich drin sind, beide auch gleiche finanzielle Mittel einbringen, gleiche Arbeit auch operativ tätig sind. Ich habe aber auch Projektbeteiligungen von Co-Investoren, die dann einfach Kapital nur reinlegen und sonst nichts zu tun haben. Ja, und ich wickel die Projekte in meinen Projektgesellschaften ab. Ich habe aber auch Neubauprojekte, wo Kapitalgeber mit drin sind. Also es ist in unterschiedlichsten Formierungen, letztendlich unterschiedlichen Gesellschaftsstrukturen, gibt es da ganz spannende Möglichkeiten. Der Klassiker, sage ich jetzt mal, für jemanden, der vielleicht auch erstmalig damit anfängt oder hört, ist natürlich, du musst schauen, hast du Kapital oder hast du Zeit? Ja, und das andere holst du dir dann eben dazu. Also das heißt, ich hatte am Anfang halt die Zeit, die ich investiert habe und wollte mehr Kapital haben, um das auch zu skalieren und habe mir dann Kapitalgeber hinzugeholt, die eben keine Zeit eingebracht haben, sondern letztendlich das Kapital und ich habe den Deal gebracht, habe die Umsetzung gemacht, Verkauf und dann hat man sich den Gewinn geteilt. Und wo ich so ein bisschen Probleme drin sehe oder Herausforderungen sehe, gerade wenn man jetzt dieses Co-Investment jetzt auch Buy and Hold technisch betreibt, also nicht irgendwie für einen kurzen Zeitabschnitt, dass sich dort natürlich auch vieles verändert. Also wenn man jetzt sagt, okay, der eine hat Geld, der andere hat Zeit, dann ist das ja heute so. Aber diese Form, die planen wir ja für jetzt 10, 15, 20 Jahre vielleicht, ja. Dann kann sich das ja, oder ich hoffe für den anderen, dass sich das im Laufe seiner Zeit dann auch ändert, ja, dass er zumindest auch Geld hat, ja. Und oftmals ist es ja so, dass je mehr Geld du dann selber erarbeitest, naja, desto weniger Zeit hast du dann auch wieder. Wie löst du diesen Struggle? Mhm. Es ist ein interessantes Thema, weil ich meine, ich habe natürlich sehr breit gestreut und viele Gesellschaften aufgebaut und Co., dass ich dann natürlich auch nicht die Zeit habe, dann operativ in jedem Projekt auch noch drin zu stecken. Das habe ich dann letztendlich über Unterstützung, Team, also Mitglieder, Mitarbeiter gelöst, die dann die operativen Tätigkeiten für mich übernehmen. Ja, also da muss man, was du aber auch ansprichst, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Da muss man sich schon im Klaren sein vorher bei einem Co-Investment. Was ist denn so die 10-Jahres-Strategie von jedem, der da mit drin steckt? Ja, und das halt klar abzugrenzen und das halt dann auch immer mal alle 1, 2 Jahre zu validieren, ob das noch so stimmt, noch so passt für jeden. Ja, und ob man vielleicht ein paar Anpassungen vornimmt, ja, vielleicht doch einen Mitarbeiter reinholt, ja, der dann von der einen Seite bezahlt wird, die eigentlich dafür zuständig war, die Zeit aufzubringen. Ja, also ich glaube, wenn man will, kann man dann alles letztendlich auch lösen, aber es ist halt Kommunikation wirklich sehr, sehr wichtig, um da die Interessen letztendlich von allen zu verfolgen. Und wann war der Punkt bei dir, dass du deinen Hauptjob dann auch kündigen konntest? Es war auch in 2020. Äh, genau, als ich den ersten Bestand hatte, die ersten Immobilienhandelsprojekte auch umgesetzt habe, da bin ich auch aus meinem Hauptjob ausgestiegen. Mhm.
Wie kam es dann dazu, dass du diesen Aha-Effekt hattest mit dem Immobilienhandel? Mhm. Das war eigentlich, als ich das erste Projekt umgesetzt hatte, oder es haben natürlich viele immer auch schon erzählt, ja, mach doch Immobilienhandel, dann kannst du Kapital aufbauen, ähm, viel mehr Kapital, als wenn du jetzt, sag ich mal, einen positiven Cashflow hast von einzelnen Wohnungen. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert, weil es hat schon alles Sinn ergeben in der Theorie, aber ich wusste natürlich nicht, ob es in der Praxis so funktioniert. Und dann habe ich das erste Projekt, war ein Einfamilienhaus, wo ich ein größeres Grundstück dran hatte. Ich habe das Einfamilienhaus saniert und entwickelt und dann verkauft. Und ich habe das Grundstück noch abgeteilt, einzeln abverkauft, also eine Grundstücksparzellierung vorgenommen und habe dann mit dem Projekt, ich glaube, es waren 235.000 Euro Gewinn gemacht. Und dann war der Schalter umgelegt und ich habe gemerkt, okay, das macht Sinn. Mhm. Und jetzt mit deiner Erfahrung im Fix und Flip, was sind da die entscheidenden Erfolgsfaktoren? Ja, das ist natürlich vieles, aber ich sag mal, mit das Wichtigste ist der Einkauf. Also den Kaufpreis, den du natürlich zahlst, der ist für immer festgesetzt. Ja, also alles andere, was dann noch kommt, Renovierungskosten, kann man Handwerker austauschen, Angebote vergleichen, jemand anderes beauftragen, den Verkaufspreis, der kann sinken, steigen. Ja, die Vermarktungskosten kann man nochmal letztendlich anpassen, indem man selbst vermarktet oder einen Makler beauftragt oder ein Staging mit einnimmt. Aber den Kaufpreis, den man am Anfang einmal fixt, der ist fix. Und wenn man da zu teuer einkauft, hat man eigentlich schon den größten Fehler am Anfang getan. Von daher ist Akquise meiner Meinung nach unumgänglich, da wirklich sehr, sehr guten Zugang zu lukrativen Objekten zu bekommen. Und das geht vor allem über Netzwerk, ja, was vielleicht nicht von Anfang an geht, ja, oder was nicht von Anfang an Früchte trägt. Ja, aber ich habe trotzdem zum Beispiel auch von Anfang an meine Maklerlisten gepflegt, mich regelmäßig gemeldet, ich war auf Netzwerkveranstaltungen und heute kaufe ich ja so zwischen 80 und 90% meiner Objekte alle über das Netzwerk ein, viel über Makler auch, Objekte, die überhaupt nicht auf den Markt kommen, was halt nur funktioniert hat, weil ich von Anfang an damit auch angefangen habe, das aufzubauen und zu pflegen. Also ich glaube, Netzwerkaufbau generell und dann halt auch eine starke Akquise ist schon der Schlüssel für ein erfolgreiches Immobilieninvestment. Und den Punkt Netzwerkaufbau, den hört man ja immer wieder. Was ist dafür notwendig? Was ist der Schlüssel? Wie baut man sich ein gutes Netzwerk auf? Also das erzähle ich auch immer vielen, die anfangen oder die mich danach befragen. Du musst natürlich überhaupt erstmal sichtbar werden oder sichtbar sein. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du in deinem Kellerchen, ich meine, dir brauche ich das nicht erzählen, ja, aber in deinem Kellerchen sitzt und dir denkst jetzt, ich mache jetzt mal Immobilieninvestments oder irgendwas anderes. Du musst halt rausgehen, ja, du musst raus auf Veranstaltungen, du musst Leute treffen, du musst schon am Anfang, es geht im privaten Umfeld los, anfangen Menschen zu erzählen, hey, ich kaufe jetzt Immobilien, kennst du jemanden, ja, oder ich suche einen Handwerker. Ja, und da wirst du überrascht sein, wie viele Leute auf einmal etwas mit Immobilien zu tun haben, wo du es nicht wusstest und wo genauso die natürlich auch nicht wissen, dass du mit Immobilien zu tun hast, wenn du es nicht erzählst. Und deswegen Kommunikation, Offenheit und in die Sichtbarkeit gehen ist extrem wichtig, um überhaupt erstmal mit Netzwerkaufbau anzufangen. Mhm. Und dann, wenn man sich mit Erfolg beschäftigt, dann wird man irgendwann auf diesen Punkt kommen, Fokus. Jetzt machst du aber ganz, ganz viele verschiedene Dinge im Immobilienbereich. Hatte ich anfangs schon gesagt. Vielleicht kannst du kurz mal einen Einblick geben, was du nicht alles dort machst und wie das nicht im Widerspruch steht zu dem Fokusgesetz. Mhm. Ja, es ist eine Definitionssache von Fokus. Kann ich gleich nochmal dazu kommen. Was ich alles mache, du hast schon angefangen am Anfang, ich habe Bestandsaufbau weiterhin. Ähm, Mittlerweile bin ich in 7 Bundesländern in Deutschland investiert auch oder mit Unternehmen auch ansässig. Ich mache zum einen Bestandsaufbau, ich mache zum anderen Immobilienhandel, Projektentwicklungsgeschäft, wo wir eben die Objekte dann nicht langfristig halten, sondern kurz- bis mittelfristig entwickeln und wieder verkaufen. Ich mache zum anderen auch Neubauprojekte, wo ich gerade Mehrfamilienhäuser baue nach höchsten Effizienzstandard. Dann habe ich letztendlich auch Kurzzeitvermietung, da eine Gesellschaft, wo wir Monteursvermietung anbieten oder auch Airbnb, Ferienvermietung.
machen. Ich habe noch eine Maklergesellschaft mal ins Portfolio übernommen, aufgekauft. Jetzt dazu zusätzlich bauen wir gerade einen Kapitalanlagevertrieb auf auch. Und zu guter Letzt, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, mache ich auch Immobiliencoaching. Das heißt, ich bringe das anderen Menschen auch bei, wie man überhaupt mit Immobilien anfangen kann und sich aber auch so breit aufstellen kann, weil, und jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück, was du angesprochen hast, ich bin absoluter Verfechter davon, dass das sinnvoll ist, sich so breit aufzustellen. Ja, also du bist halt dann flexibel auch, du bist anpassungsfähig an Marktbedingungen. Es gab viele, die in der Hochzinsphase ausschließlich Fix und Flip betrieben hatten und dann was Neues finden mussten, weil sie keine Käufer mehr hatten für die Immobilien und das einzige Geschäftsmodell, was sie hatten, dann nicht mehr funktioniert hat. Und dem bin ich nicht ausgesetzt, weil ich halt viele verschiedene Strategien umsetze und wenn dann eine weniger funktioniert, dann funktioniert vielleicht eine andere besser. Und ich kann natürlich auch Synergien nutzen zwischen den Strategien. Und der Fokus ist bei mir dann letztendlich nicht im Unternehmen zu arbeiten, sondern eben der Fokus auf dieses Unternehmenskonstrukt aufzubauen, indem ich letztendlich auch die richtigen Leute mir dazu hole an Mitarbeitern, die das dann operativ umsetzen. Also das heißt, ich habe natürlich schon den Fokus, jetzt kann man sagen, nicht auf eine einzelne Strategie, aber auf den breiten Aufbau der Unternehmensgruppe. Mhm. Und Thema Bestandsaufbau, was ist hier dein wichtigstes Learning? Wichtigstes Learning, vielleicht auch spannend für Leute, die neu anfangen und Angst haben vor Messi-Wohnungen oder Mietern, die nicht zahlen oder sonstiges, ist eigentlich das Learning, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Und gerade wenn man anfängt und die ersten Einheiten aufbaut, ist es wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man da so einen Mieter hat. Und wenn man dann aber einen bestimmten Bestand hat, einen dreistelligen Bestand, dann kommt das automatisch. Und das fängt dann aber auch der Bestand ab. Ja, und es ist alles lösbar. Das ist auch wahrscheinlich das wichtigste Learning. Es ist alles lösbar, auch ein Wasserschaden. Wenn jemand noch nie einen Wasserschaden hatte, denkt er dann, oh Gottes Willen, was mache ich jetzt? Die Bude ist hin. Ja, aber am Ende des Tages ist es einfach ein Versicherungsfall. Und dann macht man maximal einen Anruf, entweder bei der Versicherung oder bei Hausverwaltung. Und dann kümmern sich die Leute darum, weil da gibt es natürlich Experten dafür. Und am Ende des Tages gehört das zum Geschäft dazu. Ja? Und gerade so Ängste zu haben vor Problemen, Herausforderungen, das ist halt nicht förderlich und es ist alles letztendlich lösbar. Wichtigstes Learning im Fix- und Flip-Bereich? Fix und Flip, unbedingt genügend Puffer einkalkulieren, sowohl bei Kosten als auch bei Zeit. Das habe ich gemerkt, dass es in der Regel länger dauert und teurer wird, als man anfangs plant. Deswegen bin ich da immer dabei, konservativ zu kalkulieren und genügend Puffer drin zu haben. Im Bereich Sondervermietungsform, also meinetwegen Airbnb oder auch Monteurswohnung? Mhm. Es ist erheblich mehr Aufwand als Langzeitvermietung. Ja, und das ist, viele unterschätzen das auch und sehen dann nur den höheren Cashflow, den man haben kann, aber es ist schon auch entsprechend deutlich mehr Aufwand, weil das natürlich auch kurzzeitige Mieter, die pflegen natürlich das Eigentum auch nicht so wie jemand, der da einfach langfristig drin wohnen bleiben mag. Ja, dann gibt's irgendwelche Streitigkeiten mit Nachbarn, weil Monteure zu laut sind oder sonstiges. Also die Gästekommunikation. Und da gibt es natürlich auch da wieder die Möglichkeit, das alles letztendlich an Externe abzugeben oder halt auch sich jemanden einzustellen dafür, um sich selbst mit solchen Themen im Detail nicht zu beschäftigen. Und genau das ist meine Devise, halt am Unternehmen zu arbeiten und nicht operativ drin zu sein. Und genau, aber für Kurzzeitvermietung, der Aufwand ist deutlich höher als Langzeitvermietung. Mhm. Und wie hast du diesen Sprung geschafft, irgendwie so aus dem Angestelltenverhältnis dann hin zum Selbstständigen, vielleicht da auch schon zum Unternehmer, weiß ich nicht, aber dann wirklich zum richtigen Unternehmer, wo du eben andere auch befähigst, Arbeiten zu machen und du selber eben so stark am Unternehmen arbeitest. Das ist ja immer das, was man so, sage ich mal, im Lehrbuch dann auch liest, was sicherlich viele
Unternehmer auch nicht so gut können, dann Dinge abzugeben, vielleicht auch in dem Gedanken, dass sie vielleicht nicht ganz so gut erledigt werden, wie wenn man es selber macht. Und also diesen Sprung, wie hast du den geschafft? Mhm. Das waren auch genauso die Glaubenssätze, die ich auch hatte, ja. Also ich dachte dann immer, es geht schneller, wenn ich es mache, oder es ist besser, wenn ich es mache. Ich kann das besser, ich stecke ja schon drin, bevor ich das jetzt jemandem erkläre. Ähm, Bevor ich das jetzt jemandem erkläre, dann habe ich es lieber selbst gemacht in der Zeit und so weiter. Das sind letztendlich Glaubenssätze und da hat mir viel geholfen, auch so Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Coaching hatte ich auch mal gehabt, ja, also sich mit solchen Themen und Glaubenssätzen zu beschäftigen und davon zu lösen, weil das genau die Glaubenssätze sind, die einem davor abhalten. Ja? Also angefangen von in die Selbstständigkeit zu kommen. Ja? Da denkt jeder Angestellte, der angefangen hat mit Immobilien, ich bin nicht mehr finanzierbar. Ja? Was ist, wenn ich dann kein Objekt finde und ich kein geregeltes Einkommen habe? Ja? Die Sicherheit, die ich im Angestelltenjob habe und so weiter. Das sind alles Glaubenssätze, die dich zurückhalten im Angestellten-Sitz und nicht in die Selbstständigkeit kommen lassen und genauso umgekehrt dann halt von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum. Und für mich war das einmal das Thema, also Glaubenssätze zu ändern und einfach mich auch in die Lage zu versetzen, als wäre ich schon in der Stufe weiter. Ja, und natürlich, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wie würde ein Unternehmer handeln, würde natürlich kein Unternehmer sagen, hey, ich mache das selbst, ja, ich kann das besser als Mitarbeiterin im Marketing oder Mitarbeiter in Akquise oder in Entwicklung, sondern der Unternehmer schaut halt, dass er die richtigen Leute an Bord hat, die das letztendlich auch sehr, sehr gut kennen. Und dann habe ich einfach das System Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, getestet und für gut befunden und habe verstanden, hey, Mitarbeiter kosten mich nicht Geld, sondern Mitarbeiter bringen mir Zeit und Geld in die Company und das war dann letztendlich der Wechsel auch zum Unternehmer. Und was würdest du selbst als deinen größten Fehler zum Beispiel im Immobiliengame bezeichnen? Das finde ich immer schwierig, ne? Also da kann man sagen, zu spät begonnen, ja, aber ich bin immer ein Freund davon, dankbar zu sein, auch dass ich überhaupt begonnen habe damit. Ansonsten wäre ich auch überhaupt nicht da, wo ich jetzt bin. Aber ich habe natürlich auch hier und da mal ein Projekt abgeschlossen, was Verlust gebracht hat. Ähm, genau genommen eigentlich nur zwei in den 8 Jahren. Da waren natürlich auch Fehler, die ich begonnen habe. Aber als Unternehmer stellt sich immer die Frage, ist ein Fehler wirklich ein Fehler? Weil am Ende des Tages lerne ich ja daraus und es bewahrt mich vielleicht von einem deutlich größeren Fehler oder einen ähnlichen Fehler, der eine größere Auswirkung hat. Von daher bin ich eigentlich froh über auch alle Fehler, die ich gemacht habe. Ja. Was macht dir an diesem ganzen Immobilienthema denn so Spaß, dass du sagst, du bist süchtig? Mm, Ich komme halt aus der Unternehmensberatung und habe da ganz viele PowerPoints und Strategien aufbereitet, wo ich dann nicht wusste, werden die umgesetzt, ja, wie sieht das jetzt aus im Unternehmen? Teilweise wurde es gar nicht umgesetzt. Ich habe dann noch ganz entgegen dem Pareto-Prinzip bis ins letzte Detail irgendwelche Boxen anpassen müssen auf den Slides und Co. Das war halt für mich nicht handfest. Also ich konnte nicht sehen, was ich da produziere. Und das hat sich mit Immobilien komplett gewendet. Also ich sehe halt wirklich, es gibt die Immobilie, die renoviere ich jetzt, ja, und dann sieht die wieder schön aus, dann kauft die jemand, ist glücklich oder wohnt da drin, mietet die an. Das ist halt für mich einfach sichtbar, was ich da produziere. Und das hat einfach viel, viel mehr Spaß und Motivation gebracht als die Unternehmensberatung für mich. Und ist auch so ein Stück weit das, was mich süchtig gemacht hat. Ne? Also auch mit Menschen zusammenzuarbeiten und für Menschen zu arbeiten, ein Ergebnis zu produzieren, wo man direkt sieht, da sind Menschen glücklich dann danach. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Aber jetzt ist ja der Immobilieninvestor nicht der den Job hat in unserer Gesellschaft, wo die Gesellschaft kommt und sagt, wow, danke, dass es dich gibt, danke, dass du Wohnraum schaffst, du machst uns alle glücklich. Sondern die Gesellschaft hier in Deutschland ist ja ähm, eher so linksorientiert im Sinne von, ja, diese Kapitalisten, die verdienen alle zu viel Geld, diese hohen Mieten, Mietpreisbremse, Mietendeckel etc. Also
woher nimmst du dieses Glück? Mhm. Also ich finde natürlich, das ist halt von solchen Menschen, die so denken, dann einfach ein Stück weit auch zu kurz gedacht, weil wir Immobilieninvestoren, wir machen natürlich sehr, sehr viel, ja. Und gerade wenn ich jetzt anfange, komplett neue Häuser zu bauen, um letztendlich weiteren neuen Wohnraum zu schaffen, was wir ja letztendlich auch mit Immobilienhandel machen. Wir nehmen ja sanierungsbedürftige Objekte, die wirklich nicht mehr bewohnbar sind, teilweise und führen den Wohnraum wieder dem Markt hinzu. Das ist ja im Endeffekt ein Grund dafür, warum weiterer und neuer Wohnraum im Markt drin ist und was ja auch gegen diesen Mietenanstieg wirkt. Ja, also es bringt natürlich nichts. Natürlich steigen die Mieten, ne? Die Preise sind auch gestiegen, der Neubau wird teurer, die Renovierungen werden teurer. Das muss sich ja auch irgendwo rechnen, letztendlich für den Investor, weil ansonsten würde es ja keiner mehr machen von uns Investoren. Aber es funktioniert natürlich nur, wenn wir auch mehr Wohnraum schaffen, dass das irgendwo gedeckelt bleibt. Einfach da jetzt einen Mietendeckel draufzusetzen oder sonstiges bringt natürlich nichts, weil dann haben wir gleich viel Wohnraum letztendlich und dann haben wir haben wir genauso keinen Platz für Mieter oder Leute, die Häuser kaufen wollen. Jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift. Ähm, Ich habe das Gefühl, dass das, was wir herstellen, das Produkt, also das, was wir dann auch verkaufen oder vermieten, auch ein sehr, sehr gutes Produkt ist, ja, und wir da auch Menschen mit glücklich machen und letztendlich unbewohnbaren Wohnraum wieder den Markt zuführen. Und das ist schon ein sehr, sehr großes Glücksgefühl. Mhm. Und du hast gesagt, Vertriebsimmobilie oder Vertriebsstruktur baust du auf zum Thema. Was ist da euer Grundgedanke? Mhm. Also der Hintergrund ist auch, wir haben natürlich immer mehr Immobilien für den Verkauf, weil unsere Projektentwicklung wird größer. Ich bin mittlerweile in fünf Städten, in 5 Standorten ähm, in Deutschland tätig und wir haben immer wieder mehr Objekte, die wir verkaufen. Teilweise ist es für Eigennutzer auch nicht mehr rentabel oder Eigennutzer wollen sich das vielleicht nicht mehr leisten, weil sie die Zinsen sich nicht leisten können. Aber wir haben eben schon auch viele Kapitalanleger im Markt, die einfach Vermögen aufbauen wollen mit Immobilien und genau nach solchen Immobilien suchen, die wir dann auch anbieten. Das heißt, komplett renoviert, neu sanierte Immobilien, die einfach keinen Ärger machen, wo wir frische Mieter drin haben, zu einem fairen Mietzins letztendlich, ja, wo sich ein Kapitalanleger diese Immobilien anschaffen kann und sagen kann, hey, hier habe ich erstmal Ruhe, das Objekt ist renoviert, ich muss bestenfalls auch nichts damit zu tun haben in Zukunft, weil der Vertrieb, den wir dann aufbauen oder wie es ja auch andere Vertriebe im Markt gibt, kümmert sich dann noch zusätzlich um das Mietermanagement, um Neuvermietungen, um die Verwaltung und Co. Ist halt einfach eine Zielgruppe an Kapitalanlegern, für die das ganz, ganz spannend ist. Mhm. Und wie siehst du zum Beispiel, du bist ja auch aus Berlin, oder? Genau, also Ja. ursprünglich bin ich gebürtiger Sachse, Okay. aber ich Hört man aber nicht. ja, hört man nicht mehr, aber ich bin auch schon seit, oh Gott, 17 Jahren in Berlin jetzt. Ja. Ja. Und hier in Berlin ist ja eine enorme Diskrepanz zwischen dem, was im Grunde die Gesetzgebung erlaubt an Mieten und das, was hier vermietet wird. Also äh, ich weiß nicht, wenn hier eine eine Wohnung angeboten wird, dann sind ja da Hunderte von Anfragen drauf und je nach Ort oder sowas darfst du dann 10, 11 Euro vielleicht verlangen oder noch weniger. Aber am Markt kriegst du meinetwegen nichts unter 20 Euro, ja? Also da ist irgendwie eine Differenz, ja? Wie siehst du die derzeitige Situation hier? Mhm. Es ist natürlich extrem angespannt in Berlin. Also wir haben ja da teilweise Neubauprojekte, die auf den Markt kommen, wo dann sich 30.000 Leute bewerben. Das ist eine ganze Kleinstadt. Das ist ja verrückt. Das ist absolut verrückt. Und das ist nur zu lösen, indem wir mehr Wohnraum dem Markt hinzufügen durch Neubau und dadurch natürlich auch ein Stück weit Förderungen benötigen.
Ja. Nun gibt es diese Unterschiede, weil das natürlich auch einige Vermieter ausnutzen, ja, diese Situation und sich überhaupt nicht an die oder an den Mietspiegel halten. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass der Mietspiegel natürlich eine extreme Vergangenheitsbetrachtung ist und nichts mit der aktuellen Angebot und Nachfrage zu tun hat am Mietmarkt. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn man letztendlich umgehend umfangreich saniert die Immobilien, dass sie dann auch gar nicht mehr unter die Mietspiegel fallen, weil entsprechend so viel reingesteckt wurde, dass sie dann einen Neubaustandard haben und dann auch gerechtfertigt ist, letztendlich eine entsprechend höhere Miete zu nehmen. Mhm. Und der Podcast heißt ja auch, Erfolg ist kein Zufall. Wie definierst du für dich Erfolg und hat sich das jetzt im Laufe deiner persönlichen Karriere verändert? Mhm. Ja, schon. Also heute würde ich sagen, Erfolg ist, wenn ich glücklich bin. So, das ist für mich das Wichtigste überhaupt, weil es bringt mir ja nichts, x Immobilien zu haben, ja, oder x Millionen Euro zu verdienen oder sonstiges, wenn ich dann nicht glücklich bin. Also erfolgreich bin ich ja nur, wenn ich wirklich glücklich bin mit dem, was ich tue, mit dem, was ich habe, mit dem, wie ich mich selbst einschätze und allen drum und dran. Ja, und das hätte ich am Anfang sicherlich anders gesehen, weil natürlich, als ich angefangen habe mit Immobilien, hat das erstmal total viel Spaß gemacht. Ich habe aber natürlich auch gesehen, hey, da kann man ja richtig viel Geld verdienen und ich will viel Geld verdienen und reich sein und sowas, ja. Und das hat sich dann aber auch gewandelt. Wenn man mal verstanden oder als ich mal verstanden hatte, hey, das, was es wirklich drauf ankommt, ist ja am Ende des Tages, fühle ich mich wohl, fühle ich mich gut mit der Situation, in der ich bin. Ja, und da ist es völlig egal, wie viel Geld ich verdiene oder nicht. Mhm. Und Erfolg ist, wenn ich glücklich bin, was macht dich denn glücklich? Mhm. Ach, es gibt vieles, was mich glücklich macht, aber allen voran meine Frau, die ich habe zum Beispiel, oder dass ich mir einfach die Zeit nehmen kann für mich selbst, für Sport zum Beispiel. Ich bin ein absoluter Sportfreak und mache eigentlich fast jeden Tag Sport so, ne? Und diesen Luxus zu haben, mir auch die Zeit frei einteilen zu können, wie ich möchte, ja, eben diese Freiheit zu genießen. Also Freiheit macht mich schon sehr, sehr glücklich. Und das geht natürlich umso besser, wenn du natürlich auch ein Stück weit finanziell frei bist, dass du dir dann auch die Zeit frei einteilen kannst. Und dafür ist es eben schon ja wichtig, auch erstmal natürlich irgendwo einen finanziellen Erfolg zu haben, um dann nicht mehr abhängig zu sein von Geld, was monatlich auf ein Konto kommt oder was man vom Arbeitgeber überwiesen bekommt. Weil dann ist man natürlich abhängig ein Stück weit, kann sich die Zeit nicht selbst einteilen. Und das heißt nicht, dass man dann nicht glücklich sein kann oder nicht erfolgreich oder so, aber für mich war es einfach der Punkt, dass für mich Freiheit, sowohl finanzielle Freiheit, zeitliche Freiheit, einfach der Punkt ist, was mich glücklich macht und weshalb ich mich als erfolgreich schätze dann. Und wie glücklich bist du von 1 bis 10, wenn 10 unglaublich glücklich und 1 totunglücklich ist? Ich bin bei 10 aktuell. Wow, das ist ja schon also Wahnsinn. Und wie würdest du, der Podcast heißt ja, Erfolg ist kein Zufall. War das jetzt Zufall, dass du bei der 10 bist oder was hat dazu gehört? Also natürlich Erfolg, wie auch immer man es definiert, ja, aber Erfolg zu erreichen geht natürlich nicht ohne Effort, den man da reinstecken muss. Und ich habe auch sehr viel Zeit und sehr viel Nerven reingesteckt, ja, in dieses ganze Thema Unternehmensaufbau, Immobilien und Co. Und das Wichtigste ist aber, finde ich, macht man es trotzdem gerne. Ja? Und ich habe auch sehr, sehr viel Zeit reingesteckt und ich habe es aber immer wirklich gerne gemacht. Das ist wirklich meine Leidenschaft, Immobilien, genauso wie Sport. Und genauso stecke ich eben auch viel Arbeit in Sport rein. Und wo andere sagen, hey, ich müsste mich aus dem Bett quälen, früh 5:30 Uhr, wo du immer aufstehst und das würde ich überhaupt nicht hinbekommen. So, für mich ist es gar kein Problem. Ich freue mich einfach schon, wenn ich aufstehen kann und einfach wieder ins Gym fahre. Und deswegen sage ich, es muss halt Spaß machen und nur dann kann man auch erfolgreich sein,
wenn man das, was man macht, gerne macht, es Spaß macht. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass man da aber auch viel Zeit reinsteckt am Anfang, gerade am Anfang, um das Ganze aufzubauen. Jetzt werde ich dir all deine Geschäftstätigkeiten dort jetzt rauben, ja, also deine ganzen unternehmerischen Aktivitäten und du kriegst wieder nur 10.000 Euro in die Hand, also die Stelle, wo du schon mal warst im Leben, nämlich wo du 10.000 Euro Eigenkapital hattest. Sonst hättest du nichts, ne? Also das ist die ganzen Unternehmen habe ich dir genommen. Wie würdest du starten? Mhm. Ja, da gibt's ja auch diese tolle Serie Undercover Billionär. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Und fand ich auch super spannend. Und ich würde es sehr, sehr ähnlich machen wie die Leute, die es da gemacht haben. Das heißt, mit Netzwerkaufbau beginnen. Ja, also ich habe ja glücklicherweise noch mein Wissen, richtig? Das hast du, das lasse ich dir. Ich bin Okay, großzügig. super. Also dann bin ich ja schon mal weit voraus, als ich damals gestartet habe, entsprechend, weil das Wissen habe ich behalten und das allererste, was ich machen würde, ich würde in ein Netzwerk investieren. Das heißt, ich würde schauen, wo sind die wichtigen Ansprechpartner, die ich brauche, um jetzt überhaupt was zu bewegen, was aufzubauen, ja, mit wem kann ich zusammenarbeiten, wer ist denn auch mein Kunde, wie kann ich meine Kunden ansprechen und so weiter. Und da muss ich natürlich in die Sichtbarkeit gehen, Netzwerken und so würde ich wieder starten. Ja. Mhm. Und mit welcher Form im Immobilienbereich würdest du starten? Weil du kannst ja nicht parallel jetzt wieder alles machen, ne? Du musst dann auch Mhm. wahrscheinlich mit irgendwas starten. Was wäre das? Ja, also es wäre Fix und Flip. Also ich habe es ja selbst mit Buy and Hold gestartet, bin ich ja gestartet und habe ja gemerkt, das ist natürlich ein langsamer Start. Ja, und dann investierst du das Kapital wieder in eine Immobilie, dann ist es langfristig gebunden und du kriegst halt natürlich einen Überschuss. Ja, das sollte immer der Fall sein. Gerade am Anfang, ja, da kannst du natürlich nicht Entwicklungsprojekte und dann langfristig irgendwo einen Überschuss erst erwirtschaften, sondern du willst ja am Anfang Kapital aufbauen und das geht einfach mit Fix und Flip Immobilienhandel viel besser und schneller als mit Buy and Hold oder anderen Formen. Beim Thema Fix und Flip, du hast ja allein schon immer beim Kauf jetzt die Grunderwerbsteuer, Notarkosten, vielleicht noch Makler und dann selbiges nochmal beim Verkauf. Das heißt, das beides muss ja schon mal verdient werden und dann eben noch die entsprechende Marge. Woher kommt es, dass so viel Potenzial dann? Also woher schaffst du dieses Potenzial, dass dann eben auch ein Käufer deines Fix- und Flip-Objekts am Ende sagt, das ist auch für mich ein guter Deal? Mhm. Also der eine Unterschied ist natürlich die Wertentwicklung des Objektes während der Projektlaufzeit. Ja, also wir kaufen natürlich in schlechten Zuständen Immobilien ein und heben das auf fast Neubaustandard. Ja, also komplette Renovierungen, komplette Sanierungen teilweise. Das ist einfach ein ganz anderer Wert, den die Immobilie hat, weshalb ein Käufer natürlich auch bereit ist, viel mehr Geld einfach zu bezahlen, um diesen Standard zu haben. Und der andere Punkt ist letztendlich auch, dass wir halt Probleme lösen im Ankauf. Das heißt, wir suchen natürlich speziell Eigentümer, die vielleicht schnell verkaufen wollen, denen die Immobilie eine Last ist oder sonstiges, ja, die irgendein Problem haben, vielleicht ein Liquiditätsproblem und brauchen kurzfristig Geld, was wir dann lösen können, weil die sind natürlich auch bereit, entsprechend ein Stück weit unterm Marktwert zu verkaufen, wenn deren Problem kurzfristig gelöst wird. Was würdest du Menschen mitgeben, die noch gar keine Immobilie haben? Unbedingt anfangen. Unbedingt anfangen ist meiner Meinung nach die beste Anlageklasse eben aufgrund des Fremdkapitalhebels. Ja, das passiert halt selten in anderen Anlageklassen, dass du so hebeln kannst, vor allem auch ein Darlehen von der Bank bekommst und darauf dann letztendlich eine Rendite erzielen kannst und nicht nur auf dein Eigenkapital. Also der Fremdkapitalhebel ist eigentlich, wenn man den versteht, dann solltest du unbedingt anfangen mit Immobilien. Welche Fähigkeiten haben dich so erfolgreich gemacht? Mhm. Also ich glaube, meine offene, transparente Art, also offen im Sinne, ich bin immer auf Menschen zugegangen,
Ich habe mir Feedback eingeholt, ich habe viel nachgefragt, um das Wissen auch anzueignen. Und ich war selbst auch sehr transparent mit meinen Geschäften, mit meinen Investitionen. Ich hatte auch mal einen Immobilienblog zu Beginn und habe da auch sehr transparent meine Investments geteilt und so weiter. Und ich habe da eigentlich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass sich daraus dann auch wirklich die Leute gemeldet haben, die Bock drauf hatten, da mehr zu erfahren oder mit mir zusammenzuarbeiten oder sonstiges. Also so Offenheit, Transparenz, das ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Thema so in die Sichtbarkeit gehen, das hast du jetzt ja das zweite Mal auch betont, wie wichtig das auch ist. Ähm, Ich glaube, ganz viele Menschen haben davor totale Angst oder Bedenken oder eben auch negative Glaubenssätze, die dazu führen, dass sie es eben gar nicht tun. Äh, Wie bist du da rausgekommen aus diesem Konstrukt? Weil ich glaube, das ist ja schon, jeder ist ja in irgendeiner unsicheren Phase erstmal, hat das noch nie gemacht und jetzt sich irgendwie, keine Ahnung, in so eine Kamera da reinzusprechen und irgendwas zu sagen, da denken sich viele Menschen sicherlich, Mhm. interessiert das jetzt irgendwer? Ich bin ja sowieso völlig unbekannt, ja. Was denken denn die anderen und was auch immer, ja? Wie bist du da rausgekommen aus diesem Mindset? Mhm. Wir haben mit Leuten gesprochen, die letztendlich schon sichtbar waren, ja, die sichtbar waren, die für mich nach meiner Definition erfolgreich waren auch. Ja, habe mit denen drüber gesprochen und mich dann eigentlich auch so mit Mindset-Themen beschäftigt. Warum habe ich denn jetzt diese Blockaden? Ja, warum denke ich jetzt so genau diese Glaubenssätze, die du angesprochen hast? Und habe dann geschaut, derjenige, mit dem ich spreche, der schon weiter ist als ich. Also es war auch immer sehr, sehr wichtig, mich da mit Leuten zu unterhalten, die einfach weiter sind als ich. Was hat er denn anders gemacht? Ja, und dann ist eigentlich relativ schnell klar geworden, dass mir die Leute immer gesagt haben, und das sage ich auch jetzt anderen Menschen, die in die Sichtbarkeit kommen wollen oder erfolgreich nach ihrer Definition werden wollen, ihr müsst halt einfach anfangen und es ist natürlich nichts perfekt am Anfang, ja. Und ich habe auch angefangen, in die Kamera zu sprechen und ähm, da würde ich mir heute auch denken, wie sieht das aus, ja? Aber das ist am Ende des Tages völlig egal, weil das ist einfach so kurzweilig auch heutzutage in Social Media, wie das überhaupt zu sehen ist. Und ich erinnere mich ja selbst jetzt schon gar nicht mehr, was ich gestern für eine Story gemacht habe. So, ne? Also es ist ja sofort wieder vergessen. Das Wichtigste ist einfach überhaupt was zu machen, um in die Umsetzung zu kommen. Und niemand ist perfekt gestartet, weil das funktioniert einfach nicht. Und es wird perfekt gibt sowieso nicht, ja. Also wer definiert denn perfekt überhaupt? Ne, es muss halt einfach nur gemacht werden. Also Umsetzung ist wirklich so wichtig, um erfolgreich zu sein und etwas aufzubauen, einfach umzusetzen. Es ist egal, ob das jetzt irgendwie 90% sind oder 70%, ja. Also einfach machen. Ja, was ich auch spannend finde, warum ich das zum Beispiel jedem empfehle, ganz unabhängig jetzt davon, ob man damit irgendeinen monetären Erfolg irgendwann mal hat oder auch nicht hat, ja, du lernst einfach verdammt viel über dich selber, ne? Also über Themen Ja. wie Kommunikation, Körpersprache, aber dann auch mit deinem Geist umzugehen, ne? Mit diesen Glaubenssätzen, mit Ablehnung umzugehen. Denn je größer du wirst, desto mehr kriegst du auch irgendwelche Ablehnungen, desto eher kriegst du auch was Negatives mal an den Kopf geklatscht, ja. Gerade im Internet, ne, sind natürlich viele Keyboard-Cowboys, ne, die da dicke Eier haben, aber in der Realität, ja, würden die sich nicht mehr aus ihrer Bude trauen, so ungefähr, ne? Und also so Mhm. eine Themen kommen schon auf dich zu und daran hast du enorm Wachstumschancen, ja. Hast du auch diese Erfahrung gemacht? Ja, absolut, absolut. Also ich habe auch gerade als ich, was ich erzählt hatte, den Immobilienblog hatte und da offen und transparent immer war. Und ich bin natürlich jemand, ich bin in Sachsen geboren und habe da angefangen zu investieren, ja, letztendlich. Und da haben natürlich viele gesagt, oh Gott, wie kannst du da im Osten, ja, und gibt's in Zukunft nicht mehr den Osten oder die Stadt, ja, oder sonstiges. Also da gab es natürlich auch sehr, sehr viel Shitstorm oder Hate-Kommentare oder so. Ja, und ich habe damit auch gelernt, umzugehen. Und das ist genauso ein Learning gewesen, als ich mit erfolgreichen Menschen gesprochen habe. Das wird es immer geben. Ja? Also immer, wenn du in die Sichtbarkeit gehst, gibt es Leute, die dich ablehnen, die dich abstoßen, ja, und das dann auch noch in heutigen Zeit von Social Media und Internet dann einfach so, ohne das dir persönlich sagen zu müssen, einfach so über
übers Keyboard in die Welt raus posaunen, ja. Und das ist einfach letztendlich ja auch was Schönes zu sehen, dass es die Leute so bewegt, dass sie da irgendwie denken, meinen müssen, was dazu zu sagen zu müssen, ne? Ob das jetzt positiv oder negativ ist, aber dann habe ich ja schon das erreicht, was ich wollte, nämlich ich erreiche halt Leute, ich bin sichtbar. Und heute denke ich da auch ganz anders drüber, über solche Situationen. Ich bin eigentlich froh, wenn sich was auch unangenehm anfühlt, weil dann merke ich komme wieder außerhalb meiner Komfortzone. Ja, sei es damals irgendwie das erste Mal, als ich ein Video aufgenommen habe, in Social Media und das von mir gepostet habe, oder sei es, als ich das erste Mal auf der Bühne gestanden habe oder sonstiges oder das erste Mal ein Webinar gemacht habe. Immer wenn es sich unwohl anfühlt, dann komme ich wieder aus meiner Komfortzone heraus und dann bin ich im Wachstum drin. Mhm. Du hast mehrfach auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Arbeit angesprochen heute. Wie sehr kannst du sehen, dass sich diese Kurven quasi korrelieren? Also deine persönliche Weiterentwicklung und der Erfolg in deinem Leben, liegen die übereinander oder wie verlaufen die? Ja, die verlaufen nebeneinander, würde ich sagen. Ja, und es funktioniert meiner Meinung nach nicht, die gleiche Persönlichkeit zu bleiben und dann massiv erfolgreich zu sein im Business. Ja, und das finde ich immer einen ganz guten Vergleich mit Lotto-Millionären, die dann auf einmal massiv Kapital haben, aber eigentlich noch die andere Persönlichkeit sind. Die Persönlichkeit, die vielleicht ein Durchschnittsgehalt in Deutschland verdient hatte. Ja, und dann ist der Lottogewinn eben sehr, sehr schnell wieder weg, weil sie gar nicht damit umgehen können. Ja, und deswegen, das ist für mich so sinnbildlich für, du musst deine Persönlichkeit auch ein Stück weit entwickeln, damit du einhergehend mit Erfolg, jetzt Erfolg in Zahlen, im Business, letztendlich das auch zusammen schaffst. Ja, und deswegen war es mir auch immer wichtig, halt auch Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben und zu schauen, hey, welche Person muss ich sein, um letztendlich auch den Erfolg haben zu können, den ich haben möchte. Hm. Paul, vielen Dank, dass du heute mein Gast hier im Podcast warst. Vielleicht abschließend von dir noch mal ein paar Worte. Wo kann man dich finden? Du hast verschiedenste unternehmerische Dinge angesprochen. Wo findet man vielleicht auch dazu mehr von mir? Wie immer die Bitte, sich kurz mal jetzt die Zeit zu nehmen, den Podcast hier zu kommentieren, dem Podcast mal einen Menschen zu teilen, der noch keine Immobilie hat. Vielleicht ist das genau der Auslöser, dann ins Handeln zu kommen, ja, da mehr zu machen auf dem Thema, dann wäre auch dieser Podcast schon wieder ein voller Erfolg. Ansonsten, was gibt's noch? Bewertungen kann man machen bei Podcasts, auch das ist möglich. Damit tut ihr mir einen Riesengefallen. Und was ist noch möglich? Abonnieren, ja, abonnieren. Viele hören den Podcast, abonnieren gar nicht. Ich habe es im Buch Diary of a CEO gelesen. Sehr geiles Buch im Übrigen. Ich glaube, der macht den größten Podcast in UK. Und sein Erfolgsgeheimnis, beschreibt er drin, war, er hat irgendwann angefangen, die Leute mal hinzuweisen, dass sie den Podcast auch abonnieren müssen. Ja. Also worauf man gar nicht kommt, ja, dass das jetzt keiner macht, der den hört. Aber ja, das ist brutal wichtig. Ja, also bitte tut mir den Gefallen, abonniert das Ding. Und die letzten Worte an dich, Paul. Ja. Also an der Stelle, also mich könnt ihr finden unter paul.müller.immocashflow bei Instagram zum Beispiel, als Adresse. Da könnt ihr mich gerne anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten möchte ich die letzten Worte auch nutzen, um Dank dir auszusprechen, Maurice, weil gerade Menschen wie du sind der Grund, warum viele anderen Menschen was in ihrem Leben anders machen, ja, sei es im Business, sei es persönlich, was auch immer. Du bearbeitest ja hier sehr, sehr viele Themen und das ist wirklich sehr, sehr cool, so kostenfreien Content auch zu haben. Das hat mir auch viel weitergeholfen in der Vergangenheit. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar über solche Menschen wie dich. Vielen lieben Dank, Paul.